Moin Moin und herzlich willkommen zum Montags Market Watch, diese Woche am Dienstag. Viel Spaß dabei. Diese Woche schauen wir uns einige richtig teure Flash- und Blattkarten an, warum diese so teuer sind und welche Alternativen auf dem Markt sind. Denn in den letzten Wochen ist ja, wie wir auch im letzten Market Watch schon gesehen haben, einige Sets nach oben gesprungen, und zwar hier zum Beispiel das Set Welcome to Wraith Unlimited, wie auch das Set Arcane Rising Unlimited. Also die Boxpreise sind teurer geworden in den letzten Wochen und Monaten. Und hier sieht man eben, eine Welcome to Wraith Box wurde hier schon im Preisgraph von Card Market angegeben für bis zu 100 Euro pro Box verkauft und sind aktuell ab 75 Euro hier verfügbar, wo man natürlich noch den Versand mit drauf rechnen muss. Aber auch wenn man sich hier eben den Case-Preis anguckt, also 4 Boxen in einem verschlossenen Case, sieht man, dass eben die Cases auch schon für um die 380 Euro verkauft wurden und es gar nicht mehr so viele jetzt aktuell auf dem Markt gibt und diese auch ab 390 Euro jetzt verfügbar sind. Aber nicht nur die Preise der Boxen sind eben teurer geworden, sondern auch die Preise der Einzelkarten und hier im Speziellen auch der Preis der Karte Heart of Yendal aus dem Set Welcome to Wraith Unlimited. Die ist wirklich richtig teuer geworden, also die ist sogar doppelt so teuer geworden, wie sie mal jetzt vor einigen Monaten noch war. Man sieht das hier auch ganz gut an dem Preisgraphen von Card Market. Auch wenn der immer nur hier einen Preispunkt angibt, kann man ja doch sehen, am 8.11. hier wurde die Karte eben für um die 208 Euro auch mal verkauft und jetzt eben in der letzten Woche für um die 420 Euro. Und auch wenn man sich die Listings auf dem Markt anguckt, ist eben jetzt das Hard auch wirklich über 400 Euro nur noch verfügbar, hauptsächlich sogar eher im 450er Bereich. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum ist das so? Liegt das jetzt ausschließlich daran, dass eben die Boxpreise auch nach oben gegangen sind, oder hat das noch andere Gründe? Gerade hier bei den Fables, also für alle, die Fables noch nicht kennen, das sind eben die seltensten Karten in Flash & Blood, wo man jetzt bei den Unlimited Sets eben noch davon ausgehen kann, dass man hier in ungefähr jeder 40. Box eine von diesen Karten ziehen kann. Das ist also schon wirklich extrem selten, wenn man überlegt, wie viele Boxen man aufmachen muss, um eine von diesen Fables zu bekommen, was natürlich auch ein Indiz dafür ist, warum die Karte so teuer ist. Aber das hat jetzt natürlich nicht nur mit der Seltenheit und mit dem Anstieg der Boxpreise zu tun, sondern auch, dass eben das Heart of Yendal hier im Speziellen jetzt in den letzten Monaten sehr viel in Metadecks benutzt wurde. Und das schauen wir uns jetzt auch eben kurz an, um das eben ein bisschen besser zu verstehen, warum diese Karte jetzt auch wirklich so interessant geworden ist. Denn hier kann man ganz gut sehen, der Michael Hamilton hatte ja auch auf den Worlds letztes Jahr das Heart of Yendal gespielt und kurz danach ist es ja auch schon den ersten Preissprung, sag ich mal, beim Heart hier haben wir da gesehen. Und jetzt eben auch wieder, also der Hamilton hat ja wieder eben das letzte Calling gewonnen mit Icelander und eben auch hier mit dem Heart of Yendal. Er sagt ja selber auch, dass die Karte wirklich schon einen Advantage generiert über das Spiel hinweg, weil ja im Classic Constructed auch wirklich etwas länger gespielt wird als beispielsweise im Blitzformat und man dann eben, wenn man das Heart of Yendal öfter pitcht, mehrere Lebenspunkte dadurch generieren kann und das natürlich schon ein Vorteil ist gegenüber einem Spieler, der das eben nicht spielt. Und auch andere Decks benutzen eben das Heart of Yendal aktuell, also ich habe sogar auch ein paar Arachne-Listen gesehen, also nicht nur Metadecks versuchen die Karte in Classic Constructed zu spielen. Und hier zum Beispiel auch der Zweitplatzierte vom Calling aus Indianapolis, Charles Dunn, hat eben auch mit Oldhim Heart of Yendal gespielt. Und das wirft natürlich auch so ein bisschen die Debatte auf, ist das jetzt so das, was die Fables sein sollten? Also sind das Karten, die im Meta auftauchen sollten und den Preis der Fables nochmal anpushen? Also nicht nur sind sie schon teuer, weil sie eben so selten sind und so begehrt bei den Sammlern, sondern jetzt auch noch, weil sie eben in vielen Metadecks auftauchen.
Und da habe ich noch eine andere Liste mitgebracht hier, und zwar von unserem deutschen Battleharden-Champion Kevin Zenka, der ja auch mit Ultim gewonnen hat in Belgien und der hier eben in dieser Liste kein Heart of Yendal spielt. Also man muss die Karte nicht unbedingt spielen, um im Meta ja oben mit dabei zu sein. Aber es gibt ja noch andere Fables, die eben auch im Meta sind. Also das Heart of Yendal ist jetzt nicht nur eine Ausnahme, sondern es sieht schon tatsächlich so aus, dass bei einigen Fables es tatsächlich so ist, dass die meisten Metaspieler, die eben jetzt auf den meisten großen Turnieren mit dabei sind, diese Karten auch entweder haben oder sogar in ihren Decks spielen. Und hier haben wir eben noch ein anderes Beispiel von Peter Budensiek, der mit Kano hier das Battleharden in Indianapolis gewonnen hat, was ja ein Blitzturnier war. Und der eben mit Kano hier natürlich auch das Eye of Ophidia gespielt hat, die Fable aus Arcane Rising. Ja, finde ich sehr spannend. Also natürlich wissen wir schon länger, dass Eye of Ophidia hier in Kano eine super Karte ist, aber Eye of Ophidia eben auch in anderen Decks gespielt wurde. Wenn ich mich noch erinnere an die erste Pro Tour, Florian Christian Loggen hat ja auch Eye of Ophidia in Bravo Star of the Show gespielt. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr spannend hier zu sehen, wie diese Fables, obwohl sie für Sammler gedacht waren, eben jetzt auch ins Meta noch mehr reinkommen. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das eben mit den Fables dann weitergeht, weil das ja auch wirklich Sammlerobjekte sind, die ja über die Zeit noch begehrter werden bei den Sammlern, wenn eben die Sets jetzt out of print sind, wenn die Sets noch teurer werden und diese Karten eben keine Reprints sehen. Und darüber unterhalten wir uns gleich nochmal etwas genauer. Denn es gibt ja auch neben den Fables noch andere Karten, die etwas teurer sind, und das sind ja oft auch die Legendaries. Also hier habe ich nochmal eine Dash-Liste ausgepackt vom Battleharden, die ja auch die Crown of Providence spielt und was ja auch aktuell eine wirklich sehr spielstarke Karte ist, und die ja auch im Preis, wie wir uns gleich auch noch angucken, jetzt nicht ohne ist. Ist die Karte dann unbedingt notwendig, um im Meta oben dabei zu sein? Viele sagen ja. Es ist aber auch nicht unbedingt notwendig, diese Karte zu spielen, wenn man sich eben anguckt, in welchen Decks diese Karte mit dabei ist. Denn um zu verstehen, warum diese Karten jetzt wirklich so teuer sind, muss man sich auch damit auseinandersetzen, was für Formate in Flesh & Blood gespielt werden. Also, das heißt, hier kann man das auch wieder gut sehen auf der Flesh & Blood Homepage. Die unterschiedlichen Formate, die es in Flesh & Blood aktuell gibt. Unter anderem hier in den Constructed-Formaten und in den Limited-Formaten. Da sind natürlich die Einzelkartenpreise relevant durch die Constructed-Formate. Und das durchaus hier durch Blitz und Classic Constructed und hauptsächlich eben durch Classic Constructed, weil im Meta eben ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl, aber hauptsächlich eben Classic Constructed gespielt wird. Und das eben auch heißt, dass, wie es hier auch steht, 30 bis 50 Minuten geht ein Spiel, eben auch Karten, die über einen längeren Zeitraum Advantage generieren, also auch im Preis durchaus etwas teurer sein können, und genau das machen ja auch die Fables. Also in Blitz kann man zwar auch die Fables abusen, aber in den längeren Spielen hat man eben noch mehr Advantage durch die Fables, weil sie eben öfter eingesetzt werden, da man ja auch öfter durch das Deck ziehen kann. Und dazu muss man auch noch bedenken, dass eben in Flesh & Blood, anders als in anderen Kartenspielen ja auch das der Fall ist, auf den Competitive-Turnieren auch Geldpreise ausgeschüttet werden. Also Karten, mit denen man das Spiel gewinnen kann oder die unbedingt notwendig sind, um sie eben, ja, um das Deck auf höhere Ränke auf den Turnieren zu bringen, erhöhen auch die Chance, vielleicht dann diese Preise zu gewinnen. Aber wenn wir uns das hier angucken, heißt es das auch, dass man sich damit mal auseinandersetzen sollte, was denn für Preise dort ausgeschüttet werden. Und das ist natürlich schon ziemlich krass bei Flesh & Blood. Also ich habe ja mit Magic vorher nichts zu tun gehabt. Bei Magic ist es ja auch so gewesen, dass Preise ausgeschüttet wurden. Ich habe eher Yu-Gi-Oh! Gespielt und da war es eben nicht so, dass Preise ausgeschüttet wurden. Trotzdem gab es und gibt es immer noch teure Yu-Gi-Oh! Karten, die im Meta vorhanden sind, logischerweise. Aber bei Flesh & Blood, finde ich, ist das hier nochmal ein großer Unterschied, weil eben auch
Erstplatzierter jetzt hier dieses Jahr bei der Pro Tour eben 50.000 US-Dollar bekommen wird, plus eben noch andere Preise, also Karten, die ja auch nochmal einen Wert haben. Und wenn man dann überlegt, dass eben vielleicht diverse Decks dort im Meta ganz oben dabei sind, in denen man unbedingt Fables spielen muss, also wenn zum Beispiel Icelander oder Oldhim, wenn die Pro Tour halt stattfinden, immer noch ganz oben mit dabei sind und das Heart of Yendal dort wirklich einen krassen Vorteil generiert, ist es natürlich auch logisch, dass diese Karte im Preis halt auch so weit oben ist. Weil ja auch etwas noch, ich sag mal, anderes als nur der Win auf dem Spiel steht, den man hier ergattern kann. Genau, das mal also ein bisschen zum Background dazu. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wie da die Dynamik eben auf dem Flesh & Blood Kartenspiel ist, auch im Vergleich zu anderen Kartenspielen, und mich würde es auch mal brennend interessieren, was ihr dazu sagt. Also lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und jetzt, nach diesem ganzen nicht auf Card Market Gerede, kommen wir endlich auch nochmal dazu, uns ein paar andere Preise anzugucken, denn das Heart of Yendal hat ja auch schon einen Reprint bekommen, also den dritten Print, den es von dem Heart of Yendal gibt, ist eben auf Deutsch, Spanisch, Französisch und Italienisch im History Pack 1 Black Label. Finde ich super cool, dass wir die Karte nochmal bekommen haben, obwohl die eben vorher nur in Welcome to Wraith gedruckt wurde. Und man sieht hier auch die deutschen Sprachen, französischen und italienischen und spanischen sind auf jeden Fall etwas günstiger noch als die englische Welcome to Wraith Kopie. Also könnte man hier beispielsweise für 320 Euro das französische Hard bekommen oder für 375 Euro das deutsche. Und ähnlich sieht es eben auch beim Eye of Ophidia aus. Da ist eben das Eye of Ophidia aus Arcane Rising jetzt für 390 Euro verfügbar und ist ja auch schon etwas länger, sag ich mal, auf dem Preis. Also früher war das Heart of Yendal eher etwas günstiger als das Eye of Ophidia und dann hat sich das eben gewendet, wie man hier auch am Preisgrafen sehen kann. Also zwischenzeitlich ist das Eye of Ophidia mal günstiger geworden, jetzt aber auch wieder mit nach oben geschossen, weil eben die Boxpreise auch so teuer geworden sind. Aber auch das Eye of Ophidia hat eben schon den Reprint hier im Black Label History Pack 1 und ist dort eben auch ab 340 bis 350 Euro schon verfügbar. Und für mich ergibt das eben auch hier die Frage, wenn man sich andere Karten anguckt, die ja auch sehr meta-relevant sind, aber keine Fables sind, wie zum Beispiel die Yendals Spring Tunic, die ja auch hier aus Welcome to Wraith Unlimited schon einen stolzen Preis hat, also ab 205 Euro bis 240 Euro muss man hier für die Rainbow Foil Variante der Tunic eben schon ausgeben. Und die Tunic wird ja auch in wirklich sehr vielen Decks gespielt. Viele unterschiedliche Decks können von der Tunic profitieren. Und die Tunic ist auch eine Karte, die ja gerade in Classic Constructed sehr gut ist, weil sie dir eben viele Ressourcen über das ganze Spiel hinweg generiert. Anders als das vielleicht für Blitz jetzt relevant ist, wo man vielleicht mit Kano beispielsweise eher sofort eine Ressource haben will, um eben den Combo-Turn auszuspielen, oder in Fi vielleicht auch. Wo man dann im Blitz vielleicht die Tunic nicht eher spielt, sondern eher ein günstigeres Equipment, aber für Classic Constructed eben sehr interessant. Und die Frage, die ich mir hier eben stelle, ist, die Tunic hat jetzt schon ein paar Prints. Natürlich braucht man sich hier die Preiskartenprints oder den Coldfoil aus der Alpha Edition nicht unbedingt angucken, um eben für eine Kopie im Spiel jetzt aktuell sich einen Preis zu holen, aber eben hier die anderen Prints schon. Und da sehen wir auch, dass es ja schon 5 Reprints gibt in einer neueren Variante der Tunic und die wird ja hoffentlich auch noch neue Reprints bekommen, um den Preis eben noch etwas runter zu bekommen für neue Spieler. Aber beim Hard haben wir das eben, oder beim Eye of Ophidia auch gesehen, gibt es eben nicht so viele Reprints. Und ich frage mich, ob sich das noch ändern wird, denn Flesh & Blood hat ja sehr viel Inspiration auch aus Magic bekommen oder auch viele, ich sag mal, die haben ja bei Magic auch die Alpha Edition, Beta Edition gehabt, den Black Lotus, so ähnlich ist das ja mit dem Heart of Yendal, sag ich mal. Aber wenn wir uns jetzt Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel angucken, ist ja der Blue Eyes White Dragon beispielsweise die Karte, die ikonische Karte, die eben jeder Sammler dort haben möchte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Konami hätte eben diesen Blue Eyes White Dragon nur 3 oder 4 Mal geprintet und dann nie wieder, das kann ich mir eben schlecht vorstellen. Bei Magic ist das natürlich etwas anderes,
Aber ich weiß ja auch, oder wir wissen auch, dass eben die Inspirationen, die sich Flesh and Blood eben genommen hat, nicht nur aus Magic kommen. Und das finde ich auch noch super spannend, weil eben ja aktuell sehr viele Magic-Spieler auch bei Flesh and Blood dabei sind. Aber das ja nicht unbedingt heißt, dass die ganze Inspiration oder das, was auch mit den Reprints passieren wird, nur auf der Magic-Geschichte passieren wird oder dass Flesh and Blood vielleicht auch sowieso neue Wege geht. Aber gerade bei den Fables und Legendaries bin ich doch noch sehr gespannt, ob sich da das Muster in Zukunft noch ändern wird. Und deswegen wollte ich mir eben mit euch jetzt heute auch nochmal etwas genauer angucken, wie Konami das mit dem Blue Eyes White Dragon gemacht hat. Denn wir sehen hier ja auch, der erste Blue Eyes White Dragon aus einem Booster Pack war eben der aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Und wenn man sich hier die First Edition anguckt, die ja durchaus sehr selten ist, also die man ja heute nicht mehr so einfach bekommt, die ja auch unterschiedliche Prints hat. Also ähnlich, sage ich mal, wie wir es beim Heart of Yendal eben gesehen haben, gibt es eine englische Originalversion, sage ich mal, aus dem WTR Unlimited Set und dann haben wir eben hier die neuen Versionen für Europa bekommen. Und das war ja ähnlich beim LOB Blue Eyes auch so. Der American Blue Eyes White Dragon ist, sag ich mal, der seltenste und der beliebteste. Und dann gab es aber eben auch noch Prints in Asian English, in Deutsch, in Englisch, also europäisch Englisch. Und da sieht man auch einen Preisunterschied. Also der amerikanische Blue Eyes ist durchaus der teuerste und der seltenste. Und wir haben dann aber auch in Zukunft noch Reprints von diesem Blue Eyes gesehen. Also noch andere Reprints, die eben jetzt zum Beispiel in einem Starterdeck damals passiert sind und die den Preis natürlich auch verdeutlichen. Also der Reprint ist heute noch sehr günstig, aber der Originalprint hat eben seinen Preis behalten und ist auch durchaus noch wesentlich teurer geworden, weil eben das die Kopie ist, die wirklich die Sammler auch haben wollen. Und das ist ja hier auch bei Flesh and Blood immer das Argument. Also das Heart of Yendal, die Fables, das sind die Karten, die die Sammler haben wollen und das sind die First Editions und die Foils und so weiter. Und deswegen frage ich mich, wenn diese Karte Heart of Yendal dann im Meta langfristig gebraucht wird, kann man ja nicht nur 3 Prints von dieser Karte haben. Oder vielleicht auch nicht nur 4, wenn es noch einen weiteren gibt. Sondern es muss ja in irgendeiner Form einen Reprint geben, der für alle zugänglich ist. Zumindest hoffe ich das oder ich sehe das so. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt in den Kommentaren. Aber ich möchte hier einfach nochmal als Beispiel zeigen, dass eben das durchaus hier Konami so gemacht hat, dass eben die Originalversion, die Sammlerversion, die ersten, die rausgekommen sind, immer noch ihren Preis behalten, obwohl eben Reprints kommen. Und da ist ein zweites Beispiel hier eben sogar der Starterdeck Blue Eyes White Dragon, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, also der auch damals auf dem Schulhof oft gespielt wurde, der auch immer noch sehr beliebt ist und der auch einen hohen Preis hat, obwohl der eben schon 20, 30 Reprints hat. Wir sehen hier sogar Reprints, kann man bei Card Market ja immer gut einsehen, gibt es 102 vom Blue Eyes White Dragon aktuell. Und es gibt ja sogar auch, sag ich mal, unterschiedliche Raritäten. Das ist jetzt bei Yu-Gi-Oh! Ein bisschen anders als bei Flesh and Blood. Also die nennen ja ihre Raritäten danach, je nachdem, was für ein Foiling die Karte hat und nicht demnach, was für ein Symbol die Karte hat. Bei Flesh and Blood gibt es ja sowohl jede Karte als Rainbow Foil als auch als Non-Foil und manche dann auch noch als Cold Foil. Aber die haben eben andere Raritäten. Also nur die Druckart wird anders benannt, aber die Rarität ist bisher immer gleich geblieben. Also wir haben jetzt noch nicht eine Fable als Common Reprint gesehen oder eine Majestic als Legendary Reprint. Mit einer Ausnahme, das mache ich jetzt gerade nochmal auf. So, das ist eben hier die Karte Command & Conquer. Und deswegen bringe ich auch dieses Thema jetzt nochmal so intensiv mit rein, weil wir eben hier schon ein Beispiel haben, was natürlich sehr extrem ist, aber was uns zeigt, dass Legend Story Studios eben doch offen ist, eben solche Reprints anders zu gestalten, als sie vielleicht bisher waren. Und das ist jetzt hier im Fall von Command & Conquer. Wenn wir uns das hier mal angucken, die gibt es eben auch in unterschiedlichen Prints, aber immer als Majestic. Also in White Border, in Deutsch Black Border, in Rainbow Foil aus Arcane Rising Unlimited. Aber jetzt eben im letzten Set, Dynasty, ist Command & Conquer als Cold Foil Fable gekommen. Also hat die Karte quasi ein Rarität-Upgrade bekommen. Und
ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas auch in die andere Richtung möglich ist. Also, dass wir beispielsweise ein Heart of Yendal als Common sehen oder vielleicht als Legendary oder was auch immer. Oder eben vielleicht eine Tunic, die jetzt eine Legendary ist, aber die vielleicht in Zukunft von der Rarität heruntergestuft wird, um sie eben noch mehr Leuten zugänglich zu machen. Und nicht nur als Legendary, sondern dann vielleicht als Reprint in einem Starterdeck oder in einem etwas anderen Produkt als einem Booster. Oder vielleicht auch in einem Mainset als Reprint. Aber ja, genau, finde ich, ist ein super spannendes Thema und das auch nochmal hier zu vergleichen, denn ich hatte das ja eben schon gesagt, bei Yu-Gi-Oh! Gibt es eben unterschiedliche Foils, das sind die Raritäten, also der Starterdeck Blue Eyes war eben ultra rare, der hat dann eine goldene Schrift und ein Holo-Foil und den gibt es aber eben hier auch in Secret Rare, wie ja auch manche sagen Parallel Secret Rare aus dem Dark Duel Stories, was ja damals so ein Spiel war. Und das ist eben hier, sag ich mal, die höchste Rarität, die man hier vom Blue Eyes bekommen kann. Und das zeigt sich hier eben auch im Preis. Also der ist durchaus teurer als der Ultra Rare Starterdeck Blue Eyes. Und das wissen wir natürlich schon, dass es beim Heart of Yendal ähnlich ist. Also die Cold Foil, die es ja auch nicht oft gibt, ist durchaus hier wesentlich teurer als die Rainbow Foil Variante. Und ich denke, das kann man hier eben auch gut an beiden Märkten sehen. Also sowohl bei Yu-Gi-Oh! Als auch bei Flesh and Blood. Aber eben hier jetzt wieder ein etwas neuerer Print von Blue Eyes, der dann doch nur 13 Euro kostet. Ja, also ich hoffe, dass es so passieren wird, dass wir diese Karten eben in anderen Raritäten noch sehen. Ich weiß, dass viele das nicht so sehen, aber ja, lasst mich das mal wissen. Ist das eher für euch besser, wenn eben die Fables bleiben oder dass wir vielleicht die Fables dann, um eben diese auch im Meta noch mehr gebrauchen zu können oder neuen Spielern vielleicht zugänglich zu machen in Zukunft, dann eben eine Fable als Common, als Legendary oder als Majestic sehen. Ja, bin ich gespannt auf eure Kommentare. Genau, dann hatten wir am Anfang schon drüber gesprochen, nicht nur die Fables bei Flesh and Blood sind teuer, sondern es gibt auch Legendaries, die teuer sind und da haben wir hier eben jetzt eine Staple, die Crown of Providence, ein Generic Head Equipment, was sehr stark ist und was eben auch sehr selten ist, dadurch, dass sie eben Legendary ist. Und am Preis hier eben die Rainbow Foil jetzt ab 200 Euro aus Deutschland. Wurde ich auch schon öfter gefragt, ja, muss ich jetzt unbedingt dann diese Karte spielen, wenn ich im Meta dabei sein will? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es auch durchaus gute Alternativen. Einige haben diese Karte schon vergessen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit Flesh and Blood zu beschäftigen, war das eine der Killer-Karten. Jeder brauchte die, Arcanite Skullcap, und jetzt höre ich die Karte doch nur noch durchaus sehr selten und in den Top-Decks habe ich sie auch bisher nur noch sehr selten gesehen. Aber eventuell das eben hier nochmal für alle, die die Karte nicht mehr aktuell auf dem Schirm haben, wenn ihr eben die Crown of Providence nicht euch leisten könnt oder nicht leisten wollt, eventuell ist dann die Arcanite Skullcap etwas für euch. Schaut euch das durchaus mal an, vielleicht wird die Karte ja auch in Zukunft wieder besser, aber auch ein anderes Equipment, ein Headpiece, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, im nächsten Set kommt ja Ninja, wenn man dann eher Ninja spielen möchte, braucht man die Crown of Providence gar nicht, sondern man braucht eher die Mask of Momentum und da hat man dann gleich wieder einen viel günstigeren Preis. Natürlich sind 80 Euro immer noch kein Schnapper, vielleicht für einen Einsteiger, aber durchaus etwas angenehmer als eben hier 200 Euro für die Crown of Providence. Und wenn man eben auch nicht bereit ist, so viel Geld auszugeben, hat man ja auch noch günstige Alternativen. Also zum Beispiel die Mask of the Bouncing Links für den Ninja, die ja sogar auch in einigen Matchups viel besser ist als die Mask of Momentum. Und es kann ja auch durchaus sein, dass das auch in Zukunft so sein wird oder wir noch ein neues Head-Equipment sehen. Oder wenn wir uns hier dann nochmal einen ganz anderen Preis angucken wollen, also hier sind wir jetzt bei 5 bis 7 Euro. Wenn wir den Brute zum Beispiel mal anschauen, braucht man natürlich vielleicht, wenn man Full-In gehen will, die Crown of Providence, aber wenn man eben anfängt, kann man auch den Skullhorn spielen, ne, der ja auch sowieso in dem Deck gespielt wird. Und der dann eben nur 3 Euro kostet. Oder in eben Wizard, Kano hatten wir ja am Anfang uns eben die Liste nochmal schnell angeguckt, eine Common-Karte, die eben halt ja so gut wie gar nichts kostet, also 2 Cent hier aktuell
Und ähnlich ist es eben auch bei anderen Legendary-Karten, wobei man natürlich sagen muss, für den Wizard ist Stormstriders hier ein gutes Beispiel. Das ist schon so eine Karte, wenn man im Meta Wizard spielen möchte, dann kommt man eigentlich um Stormstriders nicht herum. Also muss man schon seine 125 bis 135 Euro ausgeben. Aber auch da haben wir Alternativen, die günstiger sind. Und da ist eben die Frage, was möchte man denn mit seinem Deck erreichen? Also gehe ich jetzt auf das Turnier, um eben ganz oben mitzuspielen, um das Beste rauszuholen? Möchte ich einfach nur Spaß haben und finde das Spiel total cool? Ja, lasst mich das mal wissen, was ihr dazu denkt, weil ich habe auch durchaus von einigen gehört, dass das eben der Grund ist, warum sie eben vom Flesh & Blood aktuell nicht so begeistert sind, weil eben die Legendaries doch durchaus so teuer sind. Ja, etwas kontrovers, aber es gibt ja durchaus Alternativen, sage ich mal. Und ich denke auch, dass sie in Zukunft noch dass noch mehr Alternativen auf den Markt kommen werden. Also wenn wir uns Brood angucken, das habe ich jetzt gar nicht aufgemacht, aber es fällt mir gerade noch dazu ein. Da gibt es ja auch eine Legendary, den Scabskin Leathers. So, hier, wenn wir uns den mal eben aufrufen, ist das Internet gerade ein bisschen langsamer. So, also eine ungefähr 50 Euro Legendary, die eben für Brood ganz lange eine Staple war. Und jetzt gibt es eben eine Alternative, die Beaten Trackers aus Dynasty, die eine Rare ist und die von vielen Brood-Spielern öfter gespielt wird als Scabskin Leathers, weil sie eben sogar nicht nur eine niedrigere Rarität hat, sondern auch einen besseren Effekt hat in einigen Fällen und dann halt nur 4 Cent kostet. Genau, ähnlich auch hier beim Wizard. Kano hatten wir uns eben angeguckt und gerade im Blitz braucht man mit Kano vielleicht nicht unbedingt die Tunic, sondern spielt dann vielleicht eher Spellfire Cloak, die einem instant sofort eine Ressource generiert, anstatt 3 Runden darauf zu warten mit der Tunic. Und das ist eben auch eine Common, die hier 2 Cent kostet. Genau, also dieses Thema mit den Legendaries und Fables schließen wir jetzt hier mal ab. Da kommen wir bestimmt in Zukunft nochmal drauf, aber ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr auch einige Kommentare dazu schreiben werdet, damit wir uns darüber noch ein bisschen austauschen können. Ja, jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar Promos mitgebracht, die hier aktuell im Preis sehr stark gestiegen sind, beziehungsweise hier explizit eine. Und dann zeige ich noch einige, die eben jetzt aktuell noch etwas günstiger sind. Und zwar hier der Katsu, die Coldfoil-Promo vom Welcome to Wraith Farewell Event. Also als Welcome to Wraith out of print gegangen ist, hat LSS ein Event gemacht, in dem man nochmal WTR draften konnte und hat zu diesem Event hier diese Coldfoil Young Hero Promos dann rausgegeben. Also jeder Held, der in WTR drin ist, den gibt es hier als Coldfoil von diesem Event. Das ist hier eben die Hero Promo, in diesem Fall der Katsu. Und der ist jetzt eben sehr stark gestiegen. Der hat hier eine lange Zeit 7 bis 8 Euro gekostet und jetzt kostet er eben 30 bis 35 Euro. Was schon ziemlich krass ist, aber natürlich damit zu tun hat, dass eben im nächsten Set Outsiders Katsu Katsu auch mit drin ist und ja, so wie es aussieht, auch neuen Support bekommt und deswegen eben die Leute hier jetzt darauf den Trichter gekommen sind, den Katsu zu kaufen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt auch von diesem Event, von dem Farewell-Event eben noch 3 andere Promos. Hier einmal den Bravo in Coldfoil, der aktuell nur 10 bis 15 Euro kostet. Also wer den noch nicht hat, vielleicht wartet man dann nicht, bis eben ein neues Set mit Bravo rauskommt, sondern dann holt man sich den vielleicht jetzt für ungefähr 10 Euro. Oder die Dori, die ja eine lange Zeit die teuerste von den 4 Promos war. Hier in Coldfoil eine wunderschöne Karte, die hier eben auch sogar schon ab 18 Euro aus England verfügbar ist, aber ansonsten auch so 25 bis 30 Euro kostet. Oder der Rainer, der sogar im Preis sehr stark gefallen ist noch, weil der eben noch eine andere Coldfoil-Variante jetzt hat. Aber hier dieser eben der günstigste ist von 10 bis 12 Euro. Genau, muss man sich dann entscheiden, ob man den haben will oder vielleicht eher den aus den Classic Battles, der auch in Coldfoil ist und noch ein Alternate Art hat. Aber natürlich dadurch, dass er in einem Starterdeck ist, eben viel, viel günstiger ist mit 80 Cent bis 1 Euro hier. Ja, bin ich sehr gespannt, wie die beiden sich hier auf längere Zeit gegenüberstehen. Ich finde persönlich auch, der Rainer aus dem Classic Battles sieht viel schöner aus als neben der OG Rainer.
ja, könnt ihr ja mal schreiben, welchen ihr besser findet. Genau, und zum Schluss, wir hatten die Karte, ich meine beim ersten Market Watch mit drin, ist eine Karte, die eben auch mehr und mehr ins Meta gekommen ist und die jetzt eben hier vom Preis her, ich rufe mal eben noch die Rainbow-Folie in groß auf, doch durchaus einen starken Preisanstieg bekommen hat. Jetzt ist hier gerade einer für 33 € drin, also wer noch keine hat, vielleicht schnappt man sich die dann noch, aber ansonsten eben schon über 40 € und das letzte Mal, als wir uns die angeguckt hatten, war die eben so bei 28 €. Ja, auch die Marvel, das können wir zum Schluss vielleicht uns nochmal angucken, ist auch im Preis gestiegen. Also hier von 100 bis 120 €, jetzt eben auf 175 €. Ja, also bin ich sehr gespannt, wie die Crown of Dominion dann mit Outsiders aussehen wird, wo ja durchaus noch mehr Assassin-Karten drin sind. Also lasst uns dann nochmal auf diese Karte schauen. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Market Watch. Bis dahin, ciao.